Ja, hallo liebe Leute, neues Tutorial zu FreeCAD. Hier möchte ich einen Hotend-Kühler für einen 3D-Drucker konstruieren. Ich habe hier ein Hotend, das ist das Hotend, was ich in meinem Tronxy so drin habe. Das habe ich hier mit Parametern versehen und habe die Parameter so eingestellt, dass es meinem Drucker entspricht. Das heißt, genau wie groß ist der Heatblock. Das hier ist so ein Kühler, der hat so Kühlrippen bei dem Drucker. Das ist ja nur ein Klotz, mehr brauche ich halt nicht für die Konstruktion. Dann hier unten die Düse, die sieht auch so aus, ungefähr wenigstens. Und hier, das ist das Fitting, wo eben dann der Baudenschlauch reingesteckt wird. So, und da möchte ich jetzt so einen Aufsatz drauf machen, auf den dann so ein 40 mm Lüfter kommt, und an die linke Seite, da soll dann auch ein Aufsatz ran für einen Bauteillüfter, und an der rechten Seite oder gegebenenfalls auch so wie ich das bisher habe, vielleicht kann ich das Teil, was ich bisher hier habe, einfach weiterverwenden, womit ich mein Autobed-Leveling mache mit einem Modellbau Servo. So, ich habe das Ganze schon konstruiert, aber ich fange es jetzt nochmal neu an. Ich habe mir die Werte nicht ausgedruckt. Das heißt, ich mache wirklich, natürlich weiß ich noch einige Werte, aber ich habe sie nicht notiert. Ich werde also einfach fast von Null an anfangen. Okay, legen wir los. Wir machen einen neuen Körper. So, das Ding heißt jetzt Hot and Cooler zum Beispiel. So, das wird erstmal, also zur Erläuterung, das hier, das ist die, also wenn man von oben drauf schaut, das hier ist der Mittelpunkt. Das heißt, wenn ich hier anfangen will, dann muss ich da schon ein Maß hier aus diesen Parametern nehmen. Also machen wir das Ganze mit einer Datum Plane. Und zwar, da machen wir uns hier die Origins an. So, das ist die Datum Plane, das ist die Ebene, die wir dafür nutzen. Kann man hier sehen, genau, so möchte ich es haben. Und dann machen wir eine neue Datum Plane. Die wird jetzt in Z-Richtung verschoben. Und zwar negativ, soweit ich das weiß. Ich gucke mal gerade. In Z-Richtung. Jo, negativ. Das heißt, da kommt ein Wert rein. Und zwar der Wert, der wird, ich habe hier wieder die Tabelle namens AAA in meinem System. Und dann Punkt, und dann heißt das Dingen hier, das ist hier Cooler, ist dieser Block hier. Und dann haben wir Breite, Höhe, Tiefe Cooler, das ist Tiefe Cool, das ist T cool. Okay, T cool durch 2 und das Ganze natürlich mit einem Minuszeichen davor. Und dann haben wir die Ebene da so schön drauf liegen, die Datum Plane. Okay, können wir starten. Die brauchen wir nicht sichtbar haben. Darauf wird jetzt erstmal eine Zeichnung generiert. Also neuer Sketch. Und da zeichnen wir jetzt erst einmal ein Rechteck. So, das Rechteck, das kriegt direkt Rundungen an den Seiten. Wo sind die Rundungen? Hier, also die. Da, da, da und da. Diese Rundungen, die sind alle gleich. Also Taste E, ich mache mal euch oben die Tastenkommandos an, also Taste E, dann sind die alle gleich. Und dann kann man hier schon mit den neuen Parametern anfangen. So, das heißt hier, das kriegt jetzt einen Namen. Und zwar haben wir einmal, also das fange ich immer mit HC an, jetzt die Parameter für Hot and Cooler und dann Name, das ist jetzt der Radius. Wie können wir den Radius? Wir können es einfach HCR nennen. Okay, machen wir es HCR. So, das kriegt einen Wert 4 mm. So, das kann man hinterher machen, die Bezeichnung dazu, wenn man ein bisschen weiter ist. So, dann brauchen wir nur einen hiervon bemaßen.
Das machen wir, hier stellen wir um auf Radius und dann wird hier f von x aaa.hcr. Was haben wir vergessen? Alles klar, wir haben vergessen, wir müssen die Werte natürlich hier immer wieder reinholen. Deswegen machen wir jetzt erst noch ein paar weitere. Wir können ruhig mal das Maß schon mal reinmachen. Also Radius, da schreibe ich jetzt ruhig 4 rein. So, dann wird das Ganze hier zu symmetrisch. Und jetzt haben wir Maße, und zwar einmal das Maß hier. Das machen wir jetzt mal 26 und das Maß hier, das machen wir 30. Okay, so wird das schon funktionieren. Und jetzt wird das Ganze natürlich hier noch zu dieser Linie, da kriegt das einen Abstand von da nach da und das sind 14 mm. Okay, ist eingeschränkt. Jetzt können wir uns überlegen, wie wir die Maße nennen. Die weiteren, die wir brauchen. Also Hot and Cooler B für Breite und Hot and Cooler. Und da ich hier von diesen Zeichnungen mehrere mache, machen wir das jetzt hier mit Nummerierung. Das HCB1 und das wird HCH1. Und da haben wir ja, wie gesagt, gerade die Maße reingeschrieben. 26 ist die Breite und 30 ist die Höhe. So, jetzt gehen wir aus der Zeichnung erstmal raus. Haben hier den Add-on Alias Manager und da gebe ich jetzt einfach hier ein, da möchte ich von Nummer 28 bis Nummer 30 die Werte da reinholen. Dann wird das gelb, können wir es schließen. Jetzt können wir wieder in die Zeichnung reingehen und können erstmal das Maß hier aaa.hcr. Da ändert sich jetzt nichts, ne? Aber wenn wir dann hier was ändern, dann ändert sich auch das auch da. Hier machen wir aaa.hch, war das die 30? ACH1 natürlich. Und dann haben wir noch die Breite. Das wird dann aaa.hc B1. Da habe ich vergessen, die 1 hinzumachen. Ich meine, die hätte ich gemacht. Dann gehen wir einmal her, machen hier eine HCB1 raus. Und noch einmal, also die 4 mm, die möchte ich beibehalten. Hinterher bei den anderen Zeichnungen. Da brauche ich keine Nummerierung. Lassen wir es mal so laufen. So, jetzt müssen wir wieder aus der Zeichnung raus. Hier noch einmal. So, das war 28 bis 30. Schließen. So, Zeichnung wieder aufmachen. Jetzt sollte das hier gehen. aaa.hcb1. Jo. So, dann habe ich die Maße alle außer das hier. Und das müssen wir auch noch hier reinschreiben. Das nennen wir HCZ1, den Abstand. So, das ist wie gesagt die 14. Machen wir das auch noch gerade hier in die Werte rein. Das ist jetzt 31 bis 31 und schließen. So, machen wir den auch noch gerade parametrisch. HCZ1.
So, jetzt kommt hier außen drum dasselbe nochmal, aber mit anderen Werten. Und zwar so, dann kommen da wieder Radien drauf. 2, 3, 4. Die Radien werden alle gleich. So, da kann man jetzt was ganz Nettes machen. Und zwar, erstmal gehen wir hier auf diesen Parameter hier, dass wir alles sehen. Da sehen wir die Mittelpunkte. Jetzt können wir den Mittelpunkt hier einfach draufsetzen. Das heißt du und C. Und dann kann man auch das hier genauso machen. Mal schauen, was ist denn da der Mittelpunkt? Das ist der hier, du C. Und hier unten machen wir das auch. Und an der Seite, da ist das nicht mehr notwendig. Das heißt, jetzt hat man das hier so halt drum gelegt und jetzt soll das eine Materialdicke bekommen, das heißt HCMD heißt der Wert, das sind 2 mm. Machen wir auch fix hier rein. So, das ist jetzt 32, 32. Schließen, Zeichnung auf und dann kann man diesen Radius hier bemaßen, und zwar der wird dann AAA.HCR plus AAA.HCMD. Schon ist die ganze Zeichnung eingeschränkt. Okay, machen wir okay daraus. Jetzt sind das 2 mm. Das Material, der Radius ist dadurch 6 mm und der Abstand hier, das sollten dann auch 2 mm sein. Okay, so fängt das Teil hinten an. Dann wird das erstmal hier eine Aufpolsterung und die kriegt eine gewisse Dicke. Und zwar kriegt die auch einen Wert HC X1 und da machen wir jetzt einen Wert hin, den holen wir hier oben raus, und zwar aus dem Cooler. Der Cooler ist 12,5 mm. Also machen wir das ruhig so lang wie den Cooler. So, das ist dann gleich T Cooler. Gucken, ob das geht. Der geht natürlich so nicht. Muss man natürlich richtig schreiben. Ja, das lässt er nicht zu. Der heißt auch nicht T-Cooler, sondern nur T-Cool. Und dann macht das. So, dann können wir den jetzt auch noch hier rüber bestimmen lassen. Das heißt, das ist dann 33. Ist ja auch gelb. Und dann machen wir hiervon eine Aufpolsterung. Das machen wir mit der Funktion. So, was habe ich vergessen? Okay, ich muss erst einmal diesen Hot End Cooler hier doppelklicken. Irgendwie hat er das jetzt nicht kapiert, dass ich wieder da rein was zeichnen möchte. Jetzt machen wir eine Aufpolsterung, jetzt klappt das auch. Und dann machen wir hier AAA.HC X1. So sieht das Ganze aus. Und jetzt wird dann hier einmal eine Kopie dieser einen Zeichnung gemacht. Die kommt hier hin. Und dafür mache ich eine Datum Plane. Und dann kommt vorne nochmal eine etwas größere Zeichnung hin, da wo der Kühler dann drauf kommt. Okay, machen wir weiter. Hier können wir okay erstmal machen.
So, erste Hürde schon mal genommen. Und dann haben wir hier die Zeichnung, Steuerung C. Dann wird einmal hier das AAA kommt weg, die Datum Plane, die kommt weg. So ganz einfach ist das nicht. Ich glaube, jetzt habe ich nur noch den Sketch aktiv. Okay, wir drücken Steuerung V. Da ist Sketch 7, den ziehen wir in den Hotend Cooler rein. Und jetzt kann ich das hier so draufsetzen. Mache ich nicht so gerne, also mache ich eine neue Datum Plane. Wieder auf dieser Strecke hier. Auf dieser Plane, auf dieser Ebene. Und neue Datum Plane. Die wird jetzt auch verschoben in Z-Richtung. Und zwar um welchen Wert? Die wird verschoben. Einmal minus AAA.T cool. Ein Punkt muss das sein. Punkt T cool geteilt durch 2 plus AAA.HC ext 1. So, und dann haben wir die Datum Plane da drauf liegen. Die können wir unsichtbar machen und legen jetzt die Zeichnung da drauf mit dieser Funktion hier. Und das ist Sketch 7. Okay, dann können wir uns den anzeigen lassen. So sieht er aus, ist richtig. Jetzt wird das Teil hier nach vorne und da kommt die Zeichnung drauf, aber mit anderen Werten. Wir machen uns trotzdem eine Kopie. Wir brauchen die nicht nochmal zu kopieren. Wir haben einfach die noch in der Zwischenablage, also Steuerung V drücken, ziehen die hier hin und da mache ich erstmal die nächste Datum Plane wieder hier drauf. Datum Plane. So, jetzt muss man sich überlegen, wo kommt die hin? Also, da müssen wir erstmal hier wieder Werte bestimmen, deswegen machen wir erstmal hier ein OK und überlegen uns einen neuen Wert. Ich mache hier einen Absatz, weil da geht es jetzt an einen neuen Schritt, sag ich mal. So, was machen wir? Das ist wieder immer noch Hotend Cooler. HC Abs Loft. So, also wie lang soll das Loft werden? Und wie lang soll es denn werden? 20. Versuchen wir es mal mit 20 mm. Und dann gibt es hier neue Werte. Und zwar HCB2, HCH2 und gegebenenfalls auch einen neuen HCZ2. Die Materialdicke ist natürlich dieselbe. Die Extrusion brauchen wir in dem Fall nicht. Das steckt ja hier in dem HC Abs Loft drin. Okay, jetzt überlegen wir uns dafür Werte. So, da soll ja schon der Lüfter drauf passen. Der Lüfter ist 40 und das heißt, da machen wir hier das 38, das machen wir 38 und Z muss man gleich dann mal reinschauen. So, jetzt wird erstmal die Datum Plane korrekt verschoben. Wir machen erstmal die neuen Werte hier rein. Das heißt, das wird jetzt von 34 bis 38 und schließen. So, jetzt sind die da drin. Kann ich sie also verwenden in der Zeichnung, also auch für die Datum Plane. So, die Datum Plane wird in Z-Richtung wie weit verschoben? Okay, die wird verschoben. Einmal minus AAA.T cool durch 2 plus AAA.HC
Text 1. So, dann sind wir auf der Position der ersten Datum Plane. Plus AAA.HC Absloft. So weit. Das halte ich für viel zu weit. Dann ändern wir den Wert hier ab. Da machen wir mal 15 raus. Das müsste eigentlich völlig ausreichend sein. Und schließen das, können die Datum Plane unsichtbar machen. Und den Sketch 8. Das ist der, den wir vorhin kopiert haben. Der hängt immer noch da hinten. Den können wir hier drauflegen. Das heißt, du und da wirst bitte Sketch 8 du draufgelegt. Flatface. Okay. So, dann können wir den editieren und jetzt können wir die Maße ändern. Das heißt, das Maß hier, das ist nicht 26, sondern das ist HCB2. So, das Maß hier, das wird, da hat er sich, machen wir nochmal neu, HCH2 und das Maß hier können wir einfach so lassen. Wir lassen den wirklich unten so gerade laufen, dass er hier nicht mit dem Heatblock irgendwie in Berührung kommt. Ich will den aber nicht hier rüber laufen lassen. Das heißt, diese Symmetrie, die möchte ich nicht haben. Also suchen wir uns hier die Symmetrie raus. Das können eigentlich nicht so viele sein. Da ist die Symmetrie und die schmeißen wir raus. Jetzt können wir den hier so rüberschieben. Da soll der so hinkommen. Da hinten sieht man, da klappt noch was nicht so richtig. Und zwar die hier, die sind horizontal. Gucken, ob es das schon war. Ja, das muss es gewesen sein. Also so soll der sein. Jetzt muss man sich überlegen, das Maß hier zu dem, das ist minus 13 mm. Und was für ein Maß ist denn das? So, das sollte an sich sein die Hälfte von 26. Genau, und das nehmen wir jetzt auch. Das heißt, hier das ist AA minus, kommt dahin, minus AAA Punkt HCB1 durch 2. So, dann haben wir die Zeichnung auch fertig. Wir können die schließen. Wir können die jetzt mal sichtbar machen. Die und Sketch 7, das ist die. Das soll jetzt einen Loft geben. Das heißt, wir selektieren den hier, machen einen neuen Loft. Dann Schnitt hinzufügen. Wir selektieren die Zeichnung. Schon ist der Loft fertig. Einfach OK drücken und da, so sieht das Ganze jetzt aus. So, hier möchte ich das so glatt haben, weil da der Bauteilkühler angeschlossen wird. Jetzt machen wir hier noch eine weitere Kopie. Ich glaube, aber da nehmen wir jetzt wirklich eine neue Kopie hier von dieser Zeichnung. Machen sich wieder überlegen, was müssen wir weg haben. Den müssen wir weg haben. Datum Plane müssen wir weg haben. So sieht es gut aus. Okay, Steuerung V. Ziehen den Sketch wieder hier rein. Der muss jetzt hier drauf. Das ist ja die Datum Plane, die ich vorhin hier definiert habe. Also die. Also die, da mache ich, ich hoffe, das geht. Ich mache mal lieber eine Kopie der Datum Plane, bevor ich mir da was verhaue. Das heißt, wir machen wieder hier eine neue Datum Plane. Da machen wir jetzt wieder genau dasselbe rein. Das heißt, minus
aaa.tcool durch 2 plus aaa.ext1 plus hcext1 plus aaa.hcapslof. Wir können den auch hier dann auswählen. So, dann liegt die da so drauf. Habe ich eine Kopie dieser Datum Plane. Und die nutze ich jetzt, um den Sketch 9 draufzulegen. Ich weiß nicht, ob das notwendig gewesen wäre, die Kopie der Datum Plane, aber ich mache es lieber. So, dann haben wir hier den Sketch jetzt da drauf liegen. Sieht man nicht so richtig gut, aber da ist er. Und den Sketch möchte ich jetzt aber noch ändern. Und zwar, da wird ja der Lüfter angeschlossen. Also hier das Außen, das ist alles richtig. Und wir löschen jetzt aber diesen Radius raus. Diesen Radius raus. Diesen Radius raus. Diesen Radius raus. So, die Maße hier haben wir noch. Also die sind jetzt... Nee, die sind nicht fixiert. Ja, das wird ein Heidenaufwand. Weil ich will das nicht so haben. Dann kommen die Löcher nicht richtig. Ich mache jetzt hier Polygone rein. So. Und so. 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 Und so. Und hier auch nochmal. So und so. Dann schneiden wir jetzt erstmal hier die weg. Gleich muss ich die Bemaßung alle neu machen. Ist aber nicht schlimm. Du kommst weg und du auch. So, dann werden erstmal die hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die werden alle gleich lang. So. Der Abstand hier, das sind die aaa.hc Z2 jetzt Z1 und jetzt HCZ2 habe ich ja gar nicht gleich gelassen. Habe ich ja gar nicht verwendet. Okay, das sind die 14 mm. So, dann haben wir jetzt das Maß hier. Das sind die aaa.hc2 und das Maß hier. Das gibt die aaa.hcb2. Jetzt ist das hier noch nicht definiert. Die sind auch noch nicht wieder damit verbunden. Machen wir das Maß hier. Das sind ja diese 13, das heißt minus aaa.hcb1 durch 2. So, das Maß müssen wir noch hier reinschreiben. Also HCZ2 mache ich ruhig mal auf 14. Und dann, was haben wir hier?
Machen wir mal 5, gucken wir uns das an. Ach, da kommen die 5 hin. So, das kriegt jetzt noch einen Namen. HC. BD für Befestigungsdicke. Und das Maß ist darauf. Machen wir erst einmal den Parameter hinzu. So, das ist 40 bis 40. Ne, 39. Ja, nicht 40. So, dann haben wir den auch drin. Wiederum die Zeichnung. Das Maß hier. AA.HC ED. Das kann ein bisschen dicker werden. Kann man sich mal hier so angucken. Da machen wir jetzt mal 7 raus. Ja, das gefällt mir besser. Die Zeichnung wieder aufmachen. Schauen, die hier, die müssen wir jetzt ein bisschen anders verknüpfen. Und zwar, die Radien sind zwar fest, aber nicht verbunden mit diesem. Also der zu dem ist AAA.HC Materialdicke. Und das hier genauso. Das hier. Gucken, was fehlt denn jetzt noch? Hier oben der, ne? Ja. Der und der bemaßt AAA.HCD. Der und der, die sind gleich und schon haben wir alles eingeschränkt. Okay, die Löcher hierzu, die mache ich gleich erst rein, weil die will ich durchlaufen lassen. Kann man gleich sehen, warum ich das so mache. So, dann haben wir die Zeichnung fertig und da machen wir wieder eine Aufpolsterung. Da brauchen wir hier einen neuen Parameter, HC. X2, nicht den jetzt. Den kann man eigentlich mal ruhig 3 nennen. So, und das wird, ja, machen wir 3 mm. Neue Parameter übernehmen. Das ist jetzt 40. Und dann machen wir die Aufpolsterung. Ja, da hat er wieder seine tollen 5 Minuten. So, jetzt hat es geklappt. Da machen wir AAA.HC X3. Können wir ruhig mal 2 mm machen. So, das reicht. So, dann müssen hier die Löcher rein. Die sind immer im Abstand von 32 mm bei so einem 40 mm Lüfter. Und da machen wir hier jetzt eine Zeichnung drauf. So, die können wir, ich mache es jetzt mal der Einfachheit halber hier direkt drauf. Kann sein, dass eine Datumplane sicherer wäre, aber das dauert mir sonst auch einfach zu lang. Also neue Zeichnung und dann kommen hier Kreise drauf. So, die Kreise sind erstmal alle gleich vom Durchmesser. So, Durchmesser mache ich jetzt nicht parametrisch.
nicht besser. Das werden 4 mm. Und dann sind die hier vertikal zueinander, die horizontal und die auch vertikal. Jetzt muss man nur noch schauen, wo müssen die denn hin? Okay, die müssen ja hier, da muss man so eine Mittellinie am besten rein konstruieren. Mache ich jetzt gerade einmal, ich zeichne hier eine Linie rein. Die machen wir zu einer Konstruktionslinie mit dieser Funktion. Und das hier sind ja die 38 und Abstand, die Breite insgesamt. Das heißt, diese Linie hier, die hat einen Abstand zur Mittellinie. Das sind ja die 13, die das hier verschoben wird. Und dann plus die Hälfte von 38. Versuchen wir es. Okay. Also Maß. Wir haben also minus AAA Punkt HC B1 durch 2, die 13, plus AAA Punkt HC B2 durch 2. Und das sieht ganz gut aus. Dann machen wir einfach hier, ihr seid bitte symmetrisch und ihr kriegt einen Abstand von 32 mm. Das brauchen wir nicht parametrisch zu machen. An dem Lüfter, da ändert sich nichts. Jetzt haben wir noch die hier. Die kriegen ja erstmal auch den Abstand. Also, nicht A, Quatsch, 32. Und die müssen ja, muss noch so eine Linie eingezeichnet werden. Machen wir so. Die wird auch blau. Die kriegt jetzt hierzu einen Abstand. Und zwar, das ist AAA.HCZ1 habe ich ja da genommen. Plus AAA.HCH2 durch 2. Okay, und dann werden die auch symmetrisch dazu. Und schon sind die eingeschränkt. Gut, dann haben wir die Zeichnung fertig. Da mache ich jetzt eine Tasche mit. Die Tasche, die lasse ich ruhig etwas weiter laufen. Und zwar so, dass man da Löcher drin hat. Gucken, auf der Seite müsste eigentlich das ohne. Ach nee, kriegt auch ein Loch. Oh, ist doch ganz nett. Da unten der nicht, der ja. Und dann kann man hier besser die Schrauben reinmachen. Hinterher kann man die Löcher ja zukleben oder wie auch immer. So, damit ist der Kühler soweit vorbereitet, aber noch nicht fertig. Das heißt, einmal okay. Jetzt fehlt noch was. Hier muss noch so eine Lasche rein mit den beiden Löchern. Dann wird das Ding angeschraubt. Aber hier, da müssen ja auch noch Ausschnitte rein, damit man das überhaupt hier drauf schieben kann. Das heißt, hier auf die, da kommt eine Zeichnung. Und da müssen wir hier wieder ein paar Werte definieren. Das machen wir jetzt erstmal, bevor wir da loslegen. Ich mache wieder einen Absatz hier. Also, da haben wir einmal Hot End Cooler ASB Ausschnitt
B1 oder BO und U. Machen wir BO für oben. Hot and Cooler Ausschnitt Breite oben. So, was nehmen wir da für einen Wert? Wir gucken mal beim Fitting. Das Ding hat 11 mm Durchmesser. Also muss das hier auch mindestens 11 sein. Also machen wir mal 13. So, dann haben wir HC Ausschnitt Tiefe oben. So, wie weit geht das rein? Da schreiben wir jetzt irgendeinen Wert rein. Mach mal 15. Haben wir mal 14. So. So, die Werte holen wir uns jetzt direkt hier wieder rein. Das ist 42 bis 43. So, sie werden gelb, also können wir die Zeichnung hier jetzt öffnen. Da ziehe ich jetzt ein Rechteck. Ich lasse das hier ruhig überlaufen. Da machen wir erstmal hier einen Abstand von -2 mm. Und die Breite können wir direkt, einmal ist das Ding symmetrisch zu der Taste S und das gibt ein Maß, und zwar AAA.HCASBO 13 mm. Gut, sieht nett aus. So, das Maß hier, da muss man wieder ein bisschen rechnen. Ich habe das hier aber so rüberlaufen lassen, damit das nicht irgendwelche Probleme gibt beim Ausschneiden. Das heißt, das ist jetzt 2 plus AAA.HC Ausschnitt TO. Nehmen wir es mal so hin. Ich könnte das hier auch so schön rund ausschneiden. Das machen wir vielleicht auch. Das heißt, ich wechsle mal gerade hier. Wir machen da Radien rein. 1, 2, die beiden Radien sind gleich. Und Taste E. So, der Radius hier, der wird AAA.HCASBO geteilt durch 2 minus 0,1. So, und dann haben wir hier das Maß. Das machen wir jetzt. Da brauchen wir auch gar nicht rechnen. Das Maß zu der, das wird jetzt AAA.HCASTO. Okay, schließen wir das Ganze. Und jetzt kann man sich das so anschauen und kann jetzt hier diese Tiefe mal auf 12 setzen. Das ist ein bisschen knapp. 13, 12,5. Das ist ja wahrscheinlich genau die Tiefe hier von dem Ding. Das ist ja 12,5. Okay. So, nehmen wir das jetzt hin und dann machen wir dann eine Tasche. So, die Dicke hier, die wird AAA.HCMD mal 2. Wenn man das Material mal dicker macht, das mit den 5, dass man da nicht halt Probleme kriegt. So, jetzt haben wir den da oben schon drin, jetzt müsste hier unten auch noch rein. Da machen wir erstmal den Heatblock unsichtbar, die Nozzle machen wir auch unsichtbar und da kommt jetzt eine Zeichnung drauf. Ähnlich wie gerade die
So, neue Werte definieren. Die mache ich hier direkt runter. Das ist HC, Ausschnitt, Breite unten und Hot and Cooler, Ausschnitt, Tiefe unten. So, die Breite, da machen wir mal 8. Und die Tiefe, da machen wir ruhig auch die 12,5. Kann man sich immer noch überlegen. So, die Werte auch reinholen. Das ist dann 44 bis 45. Ja, da sind sie gelb. Okay, dann können wir die Zeichnung aufrufen. Also einmal die sind bitte auch symmetrisch. Und die Breite hier, das wird Hot and Cooler, Ausschnitt BU. Ja, das sieht gut aus. Und das Maß hier, da machen wir wieder die -2. So, das will ich jetzt auch mit Radien versehen. Radien, da. Also auch bitte du und du. Die beiden sind gleich. Und der Radius hier, der wird AAA.AC, nicht AC, HC, AS, BU, geteilt durch 2 minus 0,1. Dann können wir wieder das Maß hier nehmen zu dem. Das wird dann AAA.HCAST U. Ja. So, das kann man jetzt ein bisschen kleiner wählen. Das heißt, da machen wir hier nicht 12,5, da machen wir mal 10. Schauen wir uns das mal an. Ja, das sieht ganz gut aus. So, machen wir das. Das gibt auch einen Ausschnitt. Das heißt wiederum eine Tasche. Und das hier wird auch AAA.HC Materialdicke mal 2. Jo, sieht schon mal ganz vernünftig aus. Das kann man jetzt so draufsetzen. Jetzt müssen wir noch diesen Balken hier rein konstruieren. Muss mal gucken, wie man das macht. Einmal, der muss auf einem Datum Plane. Die Datum Plane die machen wir lieber wieder neu. Die habe ich schon natürlich, aber ich weiß ja, ob man auf mehrere Datum Planes Zeichnungen anketten darf. Deshalb machen wir hier eine neue, also wieder die Origins hier darstellen, die XZ-Plane, darauf neue Datum Plane, die wird jetzt wieder in Z verschoben, und zwar einmal minus AAA.T cool durch 2 plus oh ne, brauchen wir gar nicht. Die wird einfach um T cool verschoben. So. Und da ist sie da drauf. So, da ist er schön zentrisch. Also da muss das Teil nun drauf. Die können wir schließen, unsichtbar machen und eine neue Zeichnung. Da müssen wir hier, bevor wir die Zeichnung anfangen, wieder ein paar Werte machen. Ich mache hier wieder einen Absatz. So, da haben wir einmal Hot and Cooler, die Breite, Befestigung B für Breite, da kann man eigentlich besser H schreiben für Höhe, und die Löcher, wo die hinkommen, das ist definiert. Wo die startet und wo die endet, das ist
an sich auch ziemlich gut definiert. Das können wir einfach so nutzen. So, das Ding machen wir jetzt mal 8 mm. Können wir hinterher vielleicht noch neue Parameter zumachen, muss man schauen. Also das ist jetzt 47 bis 47 und dann gehen wir wieder in die Zeichnung rein, machen hier ein Rechteck rein. So. Das Rechteck, da ziehen wir erstmal hier eine Mittellinie rein. Die wird schon blau und die kriegt hier einen Abstand. Und zwar, und da muss man jetzt hier ein wenig in diese Liste gehen. Und zwar bei dem Cooler, da haben wir hier Abstand Bohrlöcher und die Z-Höhe der Löcher. Das sind 22, aber von hier gerechnet. Das heißt, da muss dann noch der Abstand des Coolers, Cooler von der Unterseite, Cool Z 15,36 sind das. Okay, legen wir los. Also ich bemaße erstmal diese Mittellinie. So, das ist also AAA Punkt, nicht HC, sondern Cool Z plus AAA Punkt Höhe Z-Löcher BZ. Okay, da haben wir sie. So, dann werden die beiden hier dazu symmetrisch. Das Maß hier, das wird AAA Punkt Hot and Cooler BFH. Okay, so wird die Lasche sein. Jetzt kommt das Maß hier. Zudem, das sind die minus 13, das heißt AAA, nicht SSS, AAA Punkt. ACB1 durch 2 und natürlich ins Negative, und da machen wir noch minus AAA.MD Punkt Hot and Cooler Materialdicke durch 2. Und jetzt machen wir das mal hier sichtbar. Der muss ja jetzt irgendwo hier hin. Schauen wir uns mal das Maß hier an. 33,16. Das nehmen wir jetzt erst einmal. Schauen wir mal, was nimmt man denn da für ein Maß? Das ist, ich würde fast sagen, das muss man hiermit definieren und dann anpassen, dass er eben nicht draußen rüber guckt. Das heißt, hier machen wir noch ein HC Befestigungsbreite und die machen wir jetzt einfach mal 33. Schließen die Zeichnung erst einmal, das Maß auch hier reinholen. Das ist jetzt 48, 48. Schließen. So, wieder Zeichnung öffnen. Und da machen wir jetzt das Maß AAA.HC BFB. So, dann können wir direkt die Löcher reinmachen. Die sind hier so schön drauf. So, die haben dieselben Maße.
Also Taste E. Was für ein Maß ist das? Durchmesser 4. Kann man ruhig ein bisschen größer machen. Und die sind einmal symmetrisch zu der Mittellinie und kriegen jetzt auch noch einen Abstand. Und zwar, das ist AAA. Auf X klicken, AAA. Das hätte ich besser vorher nachschauen können sollen. So. Gehen wir hier einmal raus, gehen wir nach oben. Cooler. Die Abstand Bohrlöcher ist dBx. Okay. Du und du kriegt einen Abstand AAA.dBx. Ich habe den Eindruck, als wäre das Ding viel zu weit vorne. Das ist auch der Fall. Da ist irgendwas mit der Datumplane hier falsch gelaufen. Die machen wir uns erstmal wieder sichtbar. Was habe ich denn da gemacht? Die Datumplane, Doppelklick in Z. Die muss nur die Hälfte von 12,5 sein. T-Cool durch 2. Und dann schließen wir das Ganze, gehen nochmal in die Zeichnung rein. So, jetzt liegt die auch da drauf, hängt jetzt hier außen raus. Das heißt, Zeichnung aufmachen und so ansehen und dann das Maß hier entsprechend anpassen. Das sind dann nicht die 33. Das wären dann, da kann man jetzt wirklich die 26 nehmen. Also nehmen wir nicht das Maß, was ich da genommen habe, sondern da nehme ich hier einfach AAA.HC B1 und da muss aber ein bisschen was drauf. Plus AAA.HC DM, HC MD war es. So, und schließen das Ganze. So, jetzt kann ich davon eine Aufpolsterung machen. Die Dicke mache ich auch nicht parametrisch. Das heißt, das wird einfach 2 mm. Das reicht da völlig aus. Und ist jetzt fast da korrekt. Könnte jetzt das Maß hier doch hier das Maß nehmen. Das heißt, das wird A.AC B1 plus, machen wir manuell, 26 plus 4 sind 30, ne, plus 2 sind 26, plus 2 sind 28, machen wir mal 29 und wechseln mal das Maß hier in der Zeichnung. Das Maß hier, da schreiben wir rein AAA. Punkt, dann war doch den HC BF B. So, mal schauen. Hängt nicht raus und oben endet es schön. Okay. So, jetzt fehlt noch eines, und zwar, man hat ja hier an der Seite absichtlich so viel das so gerade gehalten, dass man da hinterher eine Befestigung dran machen kann, wo man den Bauteilkühler dran schrauben und vielleicht auch einhängen kann. Also muss hier noch was drauf. Das wird
ein Viereck. Das hat eine Länge. Und die Länge, die kann eigentlich komplett bis vorne hingehen. Das heißt, wie lang ist das Ding? Die Extrusion, die Länge Luft plus das hier. Also da machen wir, geben wir einen Namen. Das ist Hot End Cooler Befestigung. Und jetzt für den Bauteil Cooler und die Länge. So, die wird gleich AAA.x1 plus AAA.HC der war nicht ganz so einfach, der Name. ABS, ich glaube, das ist eine Luft, ja. Plus AAA.HC X3. Irgendwas ist da falsch. Wir haben X1 plus HC ABS Luft plus HC X3. HC ABS Luft. Gucken wir mal, ob wir da alles haben. Haben da zwei Gleichheitszeichen vor. Nee. Ich weiß, was ich falsch habe. HC X1 plus HC ABS Luft. Genau, den haben wir schon mal. Und da kommt noch plus HC X3. So, das ist die ganze Länge. Und dann haben wir, das kriegt noch eine dicke HC Befestigung. Bauteil Cooler Höhe. Da machen wir ruhig mal 20 hoch. Und dann kriegt das noch einen Abstand zum Boden. HC Befestigung Z. Nehmen wir das einfach mal. Dann mache ich jetzt einfach mal 14 rein. So, dann machen wir die hier rein. Das ist also dann die Nummer 50 und die Nummer 52. So, dann sind die gelb und dann können wir hier jetzt das drauf zeichnen. So, ich kann es auch wieder mit einer Datumplane machen, das mache ich jetzt aber nicht, weil wir wollen ja auch irgendwann mal fertig werden. So, die Sache ist jetzt die, hier, wenn ich das da drauf zeichne, habe ich auch den Vorteil, dass er wirklich in der richtigen Ansicht das zeichnet. Wenn ich eine Datumplane nehme, habe ich das häufig dann von der anderen Seite sichtend. Deswegen ist mir das so auch viel lieber. Das heißt, ich zeichne hier dieses Rechteck ein. Das geht von da. Also hier. Da geht es aus. So, das kriegt hier eine Höhe. Das ist HCBF. BC. Jetzt müssen wir hier auf das FX klicken. Punkt.
HC BF B die 20 HC BF BCH. Da ist er. 20. So wird der aussehen. So, dann haben wir das Maß hier. Das ist minus AAA.HC BFZ. Ja, das geht so nicht, da müssen wir gleich ein bisschen ändern. Und die Länge, die machen wir dahin. Das ist dann die AAA.HC BF BCL. So, der geht bis vorne hin. Schließen wir, machen hier nicht 14, machen da mal 18 hin. Jo, das ist gut. Dann gibt das noch eine Dicke. HC BF BCD. Millimeter. Das ist also 54 sind wir jetzt schon. Und dann machen wir die Aufpolsterung. Okay, da ist er wieder am Rumzicken. Einmal so, einmal so. Okay, geht in die richtige Richtung. Das heißt, hier machen wir AAA.HC BFBCD. HCBF. Den habe ich vergessen, noch nicht drin. Okay, machen wir abbrechen hier. Der muss noch rein. Die 54, ich meine, ich hätte die gemacht. Wohl doch nicht. Nee, die klappt nicht. Warum nicht? Ich denke, ich habe den Wert schon mal irgendwo. Dann machen wir schließen, müssen wir uns einen neuen überlegen. HC Befestigung D. Gucken, ob wir den auch schon mal haben. So, das ist jetzt okay, den haben wir. Schließen und Sketch aufpolstern. Punkt HC BFD. So, da wird jetzt das Teil eingehangen. Da wird jetzt hier oben wird jetzt sowas ausgeschnitten, so und so. Da kann man dann das Teil einhängen. Da kommen Löcher rein, die innen durchgehen. Da wird das verschraubt. Ich denke, wir sind hier, was die Möglichkeiten von FreeCAD angeht, um so einen Lüfterkühler zu konstruieren, weit genug gegangen. Wenn euch Videos wie dieses hier, die auch ein bisschen mehr Anspruch haben, auch an euch, insbesondere beim Nachkonstruieren, wenn euch die gefallen, so lasst doch gerne ein Abonnement da, einen Klick auf die Glocke. Ihr werdet über neue Videos informiert. Und Daumen nach oben, dann kriegt ihr solche Videos eben vermehrt angeboten. Nicht nur meine Videos. Damit danke fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren was da lasst, was ihr von so einer Konstruktion hier haltet. Dann alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.